Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Die letzten Wochen gab es einige Interviews und ein paar werden auch noch kommen. Doch mit dem Blick auf den Kalender haben wir bereits Oktober und das bedeutet, wir schauen uns mal wieder die aktuelle Situation in Kuba an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Dankeschön. Gut, dann starten wir mal. Wie ich schon berichtet habe, plant Kuba zum 15. November den landesweiten Tourismus wieder beginnen zu lassen. Das heißt im Klartext, dass Einreisebeschränkungen erleichtert werden, vor allem für diejenigen, die bereits vollständig geimpft sind. Zu den Einreisebedingungen ab dem 15. November werde ich im November-Video kommen. Bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit und es kann sich gegebenenfalls tatsächlich noch das eine oder andere ändern. Neben der geplanten Öffnung ab dem 15. November hat Kuba nun in 7 Provinzen auch die Öffnung von unter anderem gastronomischen Einrichtungen, Kultureinrichtungen, Stränden etc. zugelassen. Hierbei gilt es, ein Sicherheitsprotokoll zum Infektionsschutz einzuhalten. Außerdem wurde die Ausgangssperre auf die Zeit von 10:30 Uhr abends auf 5 Uhr morgens reduziert. Das Ganze ist möglich, da ein Rückgang der Infektionen erkennbar ist und die Impfkampagne immer weiter voranschreitet. Im letzten Video zur aktuellen Lage habe ich berichtet, dass der Flughafen in Holguín wieder für den internationalen Tourismus öffnen wird oder öffnet. Dies betrifft in erster Linie kanadische Fluggäste. Im Zuge dessen wurde ab dem 1. Oktober auch erste Hotels für internationale Gäste wieder eröffnet und bis zum 15. November sollen noch weitere Hotels sukzessiv öffnen. Von seinen knapp 11 Millionen Einwohnern haben laut offiziellen Angaben fast 9 Millionen die Erstimpfungen erhalten. Das entspricht ca. 79% der Bevölkerung. Vollständig geimpft sind hingegen ca. 44%. Kuba plant die Immunisierung der gesamten kubanischen Bevölkerung. Im Fokus standen zunächst Risikogruppen, doch seit einigen Wochen steht jedem die Impfung zu. Selbst Kinder ab 2 Jahren werden in Kuba geimpft. Ob das gut oder schlecht ist, muss an der Stelle jeder für sich selbst entscheiden. Eine Impfpflicht gibt es soweit erstmal nicht, jedoch werden den Kindern teils Zugänge zu Kitas und Schulen untersagt. In der Praxis besteht also schon eine Impfpflicht. Geimpft wird mit den Vakzinen Soberana Dos und Abdala. Als Booster gibt es dann Soberana Plus. Hierzu hatte ich jedoch bereits berichtet. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Hier werden ja, wie gesagt, ab dem 15. November nochmal Änderungen erfolgen und dazu werde ich im nächsten Video zur aktuellen Lage Anfang November berichten. Bis dahin gelten weiterhin folgende Bestimmungen. Bei der Einreise wird ein negativer PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden alt ist. Bei der Ankunft in Kuba wird am Flughafen ein zweiter PCR-Test gemacht. Pauschaltouristen gehen in ihr Hotel und warten dort auf das Ergebnis. Sobald sie die Negativmeldung erhalten haben, können sie sich frei bewegen. Individualreisende machen am 5. Tag einen weiteren PCR-Test. Erst wenn auch dieser negativ ist, kann man sich frei bewegen. Auch Einreisende, die geimpft sind, müssen die PCR-Tests machen und sich auch in die Quarantäne begeben. Betrachten wir kurz die Rückreise. Kuba ist laut dem Auswärtigen Amt Deutschland als Hochinzidenzgebiet weiterhin eingestuft. Grundsätzlich gilt, dass Personen, die aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehren, für 10 Tage in Quarantäne müssen. Die Quarantäne kann jedoch beendet werden, wenn ein Test, Impf- oder Genesungsnachweis an die zuständige Behörde übermittelt wird. Hierzu ist das Einreiseportal der Bundesregierung www.einreiseanmeldung.de zu verwenden. Wenn man also bereits vollständig geimpft ist, sollte dieser für die Einreise nach Deutschland ausreichen und man benötigt keinen extra PCR-Test. Die Quarantänepflicht besteht nicht für geimpfte und genesene Personen. Sollte man nicht voll geimpft sein und auch
keinen Genesungsnachweis haben, so benötigt man weiterhin für die Rückreise nach Deutschland einen PCR-Test. Ja, das soll es für heute auch mal wieder gewesen sein. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dankeschön, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, saludos, ciao.